Hallöchen ihr Lieben, heute gibt es eine richtig leckere Torte. Die habe ich vor ein paar Tagen ausprobiert und zwar ist das eine Eclair-Torte, weil der Boden und der Deckel aus Brandteig besteht und innen drin haben wir richtig knackige und frische Pistazien und eine unfassbar cremige Vanillefüllung. So, jetzt fangen wir direkt mal an. Übrigens, heute ist der erste Fastentag. Das Video ist jetzt natürlich, es kommt ein paar Tage später online. Falls ich verwirrt wirken sollte, kann es daran liegen, dass wir jetzt schon 17 Uhr haben und seit ein paar Stunden nichts gegessen haben. Aber Fastenbrechen ist heute um 20:30 Uhr. Also haben wir uns gedacht, backen wir einfach eine schöne Torte. So, wir fangen jetzt direkt an mit dem Brandteig. Dafür gebe ich in meinen Topf einfach Wasser, Butter und eine Prise Salz und lasse es einmal kurz aufkochen. Das Ganze jetzt nur einmal kurz aufkochen lassen, dann mit der Hitze runter auf die mittlere Stufe. Und jetzt geben wir in einem Schwung das Mehl mit hinzu und dann müssen wir den Teig abbrennen. Deswegen ist es ja auch Brandteig. Und ich zum Beispiel, also ich benutze ja meine Töpfe natürlich, die sind aus beschichtetem Material und daher sieht man quasi nicht, wie das abbrennt. Weil eigentlich bildet sich so eine weiße Haut am Topfboden, das kennt ihr, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Richtet euch einfach daran, dass ihr das 4 Minuten lang ständig in Bewegung halten müsst und dann ist der Brandteig fertig. Naja, fast fertig, da fehlen ja dann noch die Eier. Seht ihr, ich sag doch, ich bin heute verwirrt. Nicht nur heute. Nachdem der Brandteig dann 4 Minuten lang abgebrannt wurde, einmal umfüllen. Ich gebe das direkt in die Schüssel meiner Küchenmaschine und gebe den Teig auch an den Rändern so ein bisschen nach oben, damit er eben besser und schneller auskühlen kann. 15 Minuten habe ich das Ganze stehen lassen und jetzt geht es weiter mit den Eiern. Ihr könnt sie auch per Hand mit einem Kochlöffel einrühren, aber das braucht richtig viel Kraft und daher benutze ich gerne die Maschine und rühre dann die Eier nacheinander ein. Also immer eins einrühren und wenn es sich verbunden hat, dann das nächste einrühren. Und zwischendurch werdet ihr das Gefühl haben, dass es sich niemals verbindet und dann dürft ihr nicht verzagen und auf meine Worte hören. Das wird schon. Ihr braucht einfach nur Geduld. Also ich finde es immer sehr schön, wie du die Tipps hier gibst. Danke Ehrlich, schön. Das ist immer so mit Liebe, man merkt das voll. Ich will halt, dass es euch gelingt. Danke. Ich will nicht, dass ihr verzweifelt seid zu Hause. Kiki, du bist toll. So, es ist ein sehr klebriger Brandteig entstanden und den teilen wir jetzt grob in der Mitte und verteilen ihn auf 2 Tortenringe mit 22 cm Durchmesser. Ich nehme jetzt auch meine Hände, ich feuchte mir jetzt auch die Hände mit etwas Wasser, weil der Teig ist wirklich sehr klebrig und dann könnt ihr ihn so vom Löffel entfernen und richtig schön verteilen. Also es wird auch wirklich sehr flach nur und später geht das noch ein bisschen im Ofen auf. Und jetzt kommen unsere 2 Brandteige in den vorgeheizten Backofen. Das ist super wichtig. Und zwar auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und da backe ich sie dann nacheinander für 28 Minuten. Falls ihr einen sehr großen Backofen habt, könnt ihr natürlich auch beide zusammen backen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, denn es geht mit den Pistazien weiter. Die Pistazien werden jetzt richtig schön in der beschichteten Pfanne angeröstet und es riecht schon so gut. Ich werde euch meine Pistazien aus Gaziantep verlinken, die sind jetzt ganz neu. Falls ihr das vorletzte Video oder das vorvorletzte Video, auf jeden Fall habe ich es mal angekündigt, falls ihr das verpasst habt, hier nochmal die Info, dass ihr meine Pistazien jetzt auch in meinem Shop bekommt und das Ganze ohne Schale und ungesalzen, perfekt für süße Rezepte. Und die gerösteten Nüsse gebe ich jetzt hier in meinen Mixer und werde sie ganz grob mixen. Zu den Pistazien geben wir dann noch Puderzucker und etwas Orangenblütenwasser. Das Ganze dann kurz miteinander verrühren
Und fertig ist der Pistazienteil. Den lasse ich kurz beiseite stehen und zeige euch jetzt die leckere Vanillefüllung. Dafür habe ich jetzt hier auch die Rührschüssel meiner Küchenmaschine. Das funktioniert natürlich auch mit einem Handrührgerät, aber die Creme ist halt wirklich sehr einfach zusammengerührt. Daher gebe ich jetzt zuallererst Doppelrahmen-Frischkäse in die Schüssel, gebe Vanilleextrakt dazu und reibe dann auch schon mal einen Bio-Zitronen. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Man merkt, du fast jetzt komm, ganz. Also. Komm, trink mal einen Schluck Wasser. Ja, also Wasser. Also Vanilleextrakt gebt ihr schon zum Doppelrahmen Frischkäse und reibt noch die Schale einer Bio-Zitrone hinein. So, jetzt habe ich es aber. Den Puderzucker jetzt schon mit dazu sieben und dann fange ich an, das Ganze schon mal auf niedriger Geschwindigkeit miteinander zu verbinden. Geht dann immer höher, also drehe das Rad der Geschwindigkeit immer höher und gebe dann schon mal Sahne mit dazu. Wichtig ist, dass die Zutaten eiskalt sind, also ganz frisch aus dem Kühlschrank kommen. Dann kann auch nichts mehr schief gehen. Und während das Ganze aufsteigt, lasse ich dann gleich auch schon Sahne fest einrieseln. Und dann dauert das so ungefähr 1,5 bis maximal 2 Minuten und dann ist die Creme auch schon fertig. Jetzt ist unsere Creme auch fertig und das Zusammenspiel zwischen Vanille und den Zitronenschalenabrieb, ein Traum. Und jetzt geht es nur noch darum, alles zu schichten. Ich werde jetzt hier schon mal meine Böden vom Tortenring lösen. Da fahre ich einmal mit meinem Backformlöser an den Seiten drumherum, weil sonst, wenn ihr das einfach so aufmacht, reißt euch auf einmal der Brandteig. Und das wäre doch mega ärgerlich. Und den Deckel schneide ich jetzt schon in passende Stücke. Ich guck mal, wie viele Stücke ich mache. Ich denke, es werden 12. Ach so, das schneidest du mal vor. Ja, weißt du, warum ich schon mal vorschneide? Weil die Creme so luftig und leicht ist und wir dann das nicht unterdrücken wollen. Also in die Creme eindrücken möchten. Die vorgeschnittenen Stücke dann nochmal on top legen. Da könnt ihr auch einfach mit den Händen nochmal dran fummeln, damit das auch schön gerade ist. Und jetzt muss unsere Torte für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank, was ja eigentlich gar nicht viel ist. Also ist das summa summarum eine schnelle Torte. Und für alle diejenigen, die sie jetzt nachmachen möchten und sagen, ich möchte es aber gerne am Vortag vorbereiten, das ist auch kein Problem. Denn die Torte hält sich 3 Tage lang im Kühlschrank und ich gebe am Ende nochmal ordentlich Puderzucker on top für die Deko und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Diesmal habe ich es nicht am Anfang erwähnt, aber ich hoffe, ihr habt euch, falls ihr neu dabei seid, nicht gewundert, wo denn die ganz genauen Mengenangaben stehen. Die schreibe ich euch immer unten in die Videobeschreibung, ganz einfach zum Screenshotten. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wenn ihr die Torte ausprobiert habt, dann schreibt mir bitte unbedingt ein Feedback. Ich finde sie unglaublich lecker und freue mich, dass ich sie jetzt mit euch teilen konnte. Und entschuldigt meine Verhaspler. Noch 2 Stunden, dann ist das Fastenbrechen und dann habe ich bestimmt auch wieder einen klaren Kopf. Ansonsten habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss, eure Kiki.